you believe in God? Yes, I am. You do, yeah? Meinst du, ich kann dir ein paar Fragen stellen? Darf ich dich auch aufnehmen? Hey, cool. Schau mal, wir sind von der Ahmadi Religion, Peace and Light. Hast du schon mal davon gehört? Wir sind so eine ganz neue Bewegung und wir wollen eigentlich heute nur ganz normale Fragen stellen. Und auf diese Fragen halt erwarten wir auch aufrichtige Antworten. Was ich damit sagen will, sei du selbst, verstell dich nicht und so was du in dir hast. Okay, Bruder, ich danke dir erstmal. Was verstehen Sie unter Religion? Sehr gute Frage. Für mich ist es Familie. Ja. Ich lebe meinen Glauben oder beziehungsweise meine Überzeugung, so wie ich das für richtig halte und betrachte das eher als Privatsache. Und was andere tun, ist auch deren Privatsache. Das stimmt. Ich will Ihnen auf jeden Fall auch auf Privatsphäre gar nicht reinkommen. Also Religion, außer jetzt vielleicht der Buddhismus, ist für mich einfach nur ein Kriegsgrund. Okay. Also nehmen wir mal an, Sie würden glauben, dass es eine Religion gibt. Wie wäre dann für Sie eine richtige Religion gewesen? Also gute Religion. Die der Sache am nächsten kommt, wäre dann schon der Buddhismus. Weil da sozusagen mehr über die Menschlichkeit geht und alles. Genau. Und kein Krieg und alles nur. Okay, gut. Was verstehen Sie unter Religion? Wie viel Zeit hast du? Ich glaube, Religion ist etwas, das man braucht, so we need it in a certain extent. It gives us hope, it gives us a feeling of being together, but the thing is that now we're using it as a weapon to be against each other. And I think every religion is really beautiful and every religion has their own way of thinking and looking at life. But nowadays we just think that religion is a competition, like your religion is better than mine, and I'm like, it doesn't work like that. Religion is like a holistic concept that helps us to go through our lives every day, that helps us appreciate what's around us, that helps us mentally to be proud of ourselves. But at the moment I feel like religion is used as a sort of weapon to be better than the other person. Warum denken Sie, dass es Leid gibt heutzutage auf der Welt? Dass es was gibt? Leid. Weil ich glaube, Kapitalismus ist ein System, das ist gemacht, um nicht umeinander zu kümmern, aber vielleicht zu sagen, okay, das ist immer von ihr selbst zu denken, mein Deutsch ist nicht so überzeugt, und nicht zu denken, okay, was kann man für die anderen machen, weil wir sind alle in Streit miteinander und Okay. das macht Leid. Für die Menschlichkeit meinen Sie jetzt? Ja, so dass wir leben in einer Welt, wo man denkt, dass man besser ist, wenn man vor man selbst denkt und vor man selbst handelt und nicht sagt, okay, wenn ich heute meine Jacke an dir gebe, habe ich keine Jacke mehr. Nee, wir denken über, okay, was ist gut für mich und was ist gut für die anderen. Und ich glaube, Individualismus macht so, dass man Leid macht und man glaubt, okay, wie mehr ich individualistisch bin, wie besser ich wurde, aber eigentlich ist das Gegenteil. Weil manche Menschen mehr Macht wollen und mehr Geld wollen, weshalb sie dann andere Nationalitäten bzw. Gebiete angreifen, um mehr Land zu gewinnen. Was denkst du, warum es so viele Kriege gibt? Und warum sie einfach nicht aufhören? Macht. Genau. Why there is so much suffering in the world? I think because people lack kind of like they want to deny the complexity of the world because it's sometimes easier to find simple explanation for complex subjects. And I mean, but it's quite a deep subject. So, and sometimes there's something like we project onto others what we don't like to see about ourselves. So basically, I think people project onto others things they don't like about themselves, and sometimes the way to basically project what they don't like about themselves is to actually eliminate or kind of like suppress the other.
and I think kind of like the desire to oppress someone has to comes usually from a very deep feeling of insufficiency and lack and unresolved trauma. And I think there's a lot of trauma nowadays, and not only in the West but throughout the world. And I think the best antidote is kind of like self-knowledge, and to actually, having the capacity to have a higher awareness and to actually have the capability to put ourselves in other people's shoes. But that we need imagination, and we need to go beyond our own self-interest and to actually have the capacity to imagine the idiosyncrasy of another human being. Empathie. Yeah, empathy. I mean, it's a kind of like a buzzword nowadays. So this is, that's definitely an important thing. Empathy, of course. Yeah. I don't know. I mean, there's a lot of things that's going on with different places around the world right now, I guess. We really can't do anything much about it. But what we can do is try to spread more kindness to each other and, try to be helpful in a simple way that we can. And just smile at everybody you see. It would make their day. It would make my days. I think that was the best answer what I hear today. Because it's I'm honest. Because it's like sharing light and peace in your own small world. Yeah, right? Yeah, I mean, nobody's perfect. Nobody's living a perfect life. But, thank you. It's the QR code you can scan. We are a movement of light and peace. Yeah. But not of how can I say it in English? Because in German, wishy-washy. Like, we are not like wishy-washy, light, peace, harmony. We are a very straight and serious movement. But for us are like peace and light and justice are very, very important values. Yeah. Die nächste Frage wäre, warum denken Sie denn, dass die Religion heutzutage, zum Beispiel Islam, Christentum, Judentum oder allgemein alle Religionen, die so gespalten sind? Die innen haben sie Spaltungen und diese Gruppierungen haben auch Spaltungen. Warum denken Sie, ist das so? Na, weil die Menschen einfach zu komplex sind. Jeder Mensch denkt, es ist zwar ein großer Dachverband, die jeweilige Religion, aber trotzdem hat ja jeder eine andere Auslegungssache oder Denkweise trotz dessen. Also deswegen ist es ganz normal, dass es immer irgendwelche Probleme oder Meinungsverschiedenheiten gibt. Okay, gut. Und Sie sehen ja auch, es gibt sehr viele Religionen auf der Welt. 3 Hauptreligionen, sage ich mal: Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, gibt es sehr viele. Ja. Warum sind die gespalten alle voneinander, wenn die alle von Gott sind? Was meinen Sie darüber? Ich glaube nicht, dass sie gespalten sind. Gespalten meinst separate. Ja, genau. Ja. Wenn man wirklich die Research macht, if you really look into the research of where religion comes from, it all comes from the same, let's say, tree. It's just Quelle from the same source. It's just the same thing, but everybody had a sort of different route and went in different regions in the world and attracted other sort of people and other periods. It was more stronger than other ones. So I think you look at it in a wrong way if you think that it's all separate from each other. Because if you really take time and you do your research, you will come back and you will see everything is actually linked to each other and everything is coming from the same source. Okay, sehr gut. Are you Christian? You're Christian? Philippine? We're Filipino, yeah. Okay, also Catholic. Yeah. So my question to you, sister, is, if you allow me this question, do you think, do we need a Messiah or the Messiah? That he rules the world? I only believe in one God. Yeah. That's correct, but do you think that this one God can rule through these politicians? Or is he ruling through the man what he is appointing or the man who is sending? For example, you as Christian, you believe Jesus comes back, right? Yeah. So this means when he comes back, what is he doing? Is he coming and smiling to you and say, how are you? Or is he like ruling this world for justice and peace? I think he's ruling for everything, not just a specific justice, politics, or Everything. just being a good person. I think it defines everything. So do you think we need a Messiah or do you think we don't need a Messiah? It doesn't matter is it Jesus or not. Do you think we need from God a Messiah or not? Maybe, yeah. If it's from God, yes. Actually, As long as it's from God, yes.
Imagine like a man is coming, Yeah. a good leader. Would you sacrifice some things in your life for this? If it's for the greater good, yeah, why not? That's all. Thank you Yeah, so if much. it's for the greater good, yeah. Okay, so peace be upon you too, and Peace maybe be we'll with see you you. too. Have a good day. Have a good day. Yeah? Bye. Bye. Meinen Sie, sollten die Menschen für sich selber jemanden wählen, der im Namen Gottes Menschen dann in eine Richtung führen kann? Das ist das Ding, ich bin selbst geboren oder wie gesagt, man baptized wie Christian, aber ich glaube nicht, dass jemand anderes deines Gott ist. It took me a bit of time to actually realize that I am my own God and I am my own person, and that obviously people around you will help you achieve some things in life because you have to be around people, but I will not like focus my attention to somebody external of me. I think it's better to self-reflect inside of like, how can I achieve as much as possible what these religions have written, instead of being like, okay, I'm doing something for a certain persona that should be a certain God. Am Ende des Tages sind es ja Führungspersonen, die Menschen in den Krieg schicken. Denkst du, die Führungspersonen, die auf dieser Welt regieren, dass sie geeignet sind bezüglich ihrer Führungspositionen? Nein. Warum dürfen sie trotzdem über uns führen? Weiß nicht, weil sie einfach bringen können oder uns gut verarschen können, manipulieren können. Aha. Also du denkst also, der Grund, dass sie, wenn ich das mal in meine Worte fassen darf, der Grund, warum sie überhaupt über uns herrschen und überhaupt führen, ist, weil wir das glauben, dass sie das tun dürfen. Es ist... Keiner den Mund halt aufmachen, ne? So, keiner geht auf die Straße und sagt, ey, bis hier noch nicht weiter. Das ist das Problem. Sagen wir mal, hast du schon mal gehört von gescheiterten Revolutionen? Ja, schon, ja. Warum scheitern Revolutionen? Irgendwo ein Haken ist, ne? Also irgendwas nicht stimmt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Und das ist einfach eine Frage, die gleich dazu kommt. Wir haben jetzt alle die Möglichkeit, zusammen eine Revolution durchzuführen. Wir haben eine richtig coole Idee. Und dann haben wir die Revolution gezogen. Plötzlich ist der alte Herrscher weg. Was machen wir dann? Achso, wir brauchen einen neuen Herrscher. Ja, weil wir brauchen einen neuen Herrscher, weil wir sich neu erfinden, neu erfinden. Aber sagen wir so, wieder ist der genauso scheiße wie vorher oder besser. Wie selber, ne? Also das Volk, also die allgemeine Gemeinschaft muss halt den Abgeordneten, ne? Rein theoretisch so. Die Mehrheit. Genau. Meinst du, die Mehrheit wird meistens die richtige Wahl treffen? Das kommt davon, wo das ist, ne? Was für eine Religion, sagen wir jetzt so, ne? Das ist ja andere Regeln und alles. Ja. In deiner Schule, wenn du auf dem Schulhof warst und zum Beispiel du eine Frage gestellt hast, sagen wir, du stellst eine Frage und du hast 10 Leute. Meinst du, diese 10 Leute werden dann nach der Gerechtigkeit verfahren oder nach dem, auf was sie gerade Lust haben? Das, was sie gerade Lust haben. Meinst du nicht, dass es mit der Mehrheit der Menschen auch so ist? Ja, schon, ne? Das ist das Problem. Wir brauchen natürlich einen Anführer, der sich durchsetzt und für das Richtige kämpft. Das ist ja so. Für das Richtige. Ja. Hey, cool. Darf ich dir gleich einen Flyer geben von uns? Ja, klar. Hey Sven, das war unser erstes Interview und das war voll nett. You guys asked really deep questions. I didn't expect that at all. So perfect, nice. Du kannst das scannen und dann kannst du auf uns draufkommen. Da ist auch unsere Webseite Ja. auf YouTube. Cool. Yeah. Okay, nice, cool. Yeah, then I can compare. I'm very interested. Thank you. Thank you, guys. Good luck to you. Ja. Genau, wir haben auch glaube ich, auch einen guten Spruch in unserer Dauer, der ist ungefähr so: Eine Religion, die der Gesellschaft keinen Nutzen bringt, hat keinen Wert. Ja, das wird vernünftig. Ja, Gut. Also, vielen Dank. ne? Ja.